Equalizer. EQs, zu Deutsch Entzerrer, sind wohl die Tools, die mir im Alltag am meisten begegnen. EQs ermöglichen uns frequenzselektives Arbeiten. Wir können gute, schöne, wichtige Frequenzen anheben und schlechte, wüste Frequenzen absenken. Es gibt 3 Bearbeitungsmöglichkeiten. Am bekanntesten wird wohl der Bell, der Glockenfilter sein. Wir können mit diesem Filter anheben sowie absenken. Grundsätzlich gilt, für anzuheben eine breite Glocke zu machen und für zum Absenken eine schmale Glocke machen. Die zweite Möglichkeit sind Cuts. Die Cuts kann man auf 2 verschiedene Möglichkeiten bezeichnen. Entweder als Low Cut, wir schneiden die Tiefen ab, oder als High Pass, die Höhen können passieren. 2 Bezeichnungen für genau das Gleiche. Die Cuts gibt es ebenfalls im High-End, hier High Cut oder Low Pass. Die dritte Möglichkeit sind Shelf-Filter oder Kuhschwanzfilter. Auch hier anheben oder absenken. Im High-End sowie auch im Low-End. EQs gibt es in unzähligen Ausführungen. Als Software, aber auch als Hardware. Es gibt gerade bei günstigen Mischpult mit festen Frequenzen, wo man anheben und absenken kann. Und elegantere Möglichkeiten, halbparametrische EQs, wo man die Frequenz wählen und wählen, wie viel anheben oder absenken, dass wir sie wollen, bis zu vollparametrischen EQs, wo wir auch die Frequenz wählen, wie viel wir anheben oder absenken und die Filtergüte, also die Breite von zum Beispiel der Glocke. Eine weitere Form, die es gibt, vor allem als Software, sind dynamische EQs. Das heisst, wir erst anheben oder absenken, wenn eine gewisse Dynamik überschritten wird. Damit können wir zum Beispiel bei einer Sängerin, die auf einem gewissen Ton ein bisschen schrill tönt, absenken. Wenn sie aber andere Töne singt, bleibt die Frequenz unberührt. Der praktische Einsatz jetzt so von EQs. Wir können Resonanzen ziehen. Resonanzen sind überbetonte Frequenzen. Die Technik können wir auf einzelnen Signalen, bei Vocals, bei Instrumenten, aber auch auf ganzen Mixdowns anwenden. Wir machen einen schmalen Filter und gehen dort, wo wir die Resonanzen hören, suchen, wo präzise sie sind. Away. When she talked, they told that she was too loud. She learned to be quiet and questions her mind open. When she cried, they told that she was too weak. Wir hören, dass wenn die Sängerin gewisse Töne singt,
bei 330 mulmig tönt. Das heisst, wir haben dort gewisse Resonanzfrequenzen, die wir absenken können. Wenn sie höher sind, sind die aber nicht mehr da. Das heisst, wir könnten die auch mit einem dynamischen EQ korrigieren. Auch Cuts sind meistens wichtig, dass wir kein Rumpeln, kein Dröhnen auf den Aufnahmen drauf haben. Die männliche Stimme fängt im Low-End an bei 80 bis 120 Hertz und die Frau eine Oktav drüber bei 160 bis 240 Hertz. She learned to be quiet and questions her mind open. When she cried, they told that she was too weak. Wenn wir zu weit durchgehen mit dem Cut, dann hören wir, wie die Stimme im Low-End schmal wird. Selbstverständlich können wir auch Frequenzen anheben. Zum Beispiel in den Präsenzfrequenzen. She learned to control the tears and did not cry anymore. In the night when the moon comes up, you fly away. You are free of force. Ich denke, da kommt die Stimme etwas führen. Wir können ja im High-End noch ein bisschen fördern. Vanity and pain, I take you by the hand. I show it to you what you can do. She learned to be more realistic and pushed many love away. Oder im Low-End noch ein bisschen mehr Body dazugeben. When she talked, they told that she was too loud. She learned to be quiet and questions her mind open. When she cried, they told that she was too weak. Wie viel und wo dass man dazu gibt oder wegnimmt, kommt sicher auf die Aufnahme drauf an, auf das Projekt und auf die Vorstellung, wie die Stimme oder auch das jeweilige Instrument soll klingen. Falls du Fragen hast oder für Tipps und Tricks, dann meld du dich bei mir